Liebe Frau Rist, ich stamme aus dem Schwarzwald. Meine Kindheit verbrachte ich in einer völlig zerrütteten Familie auf dem Land. Meine Eltern haben Landwirtschaft betrieben, bis mein Vater starb. Meine Mutter hat zuerst ihren Bruder zu uns gebracht und der Bruder kümmerte sich um den Hof. Schnell fand meine Mutter einen Ersatz für meinen Vater. Hans, der abends mit meinem Onkel in der Küche betrunken gesessen ist. Meine Mutter hat es mitgemacht. Die Männer tranken immer Bier und meine Mutter griff nach Schnaps. Als ich 10 Jahre alt war, war ich mit meinen 2 Schwestern vollkommen verwahrlost und ich schämte mich für meine Mutter, aber auch für mich selbst. Ich habe stets das Gefühl gehabt, dass es mich nicht gibt. Mein Onkel war dann zunehmend übergriffig geworden. Er hat uns nicht nur geprügelt, sondern uns auch beim Duschen stets beobachtet. Er hat sogar einmal die Badezimmertür eingetreten, weil meine Schwester sie mit dem Schlüssel verschlossen hat. Meine große Schwester gab sich auf und brachte selbst Männer nach Hause. Ich versuchte häufig, bei der Nachbarin Unterschlupf zu finden, bis ich mit 17 Jahren geheiratet hatte. Von Anfang an wohnten wir bei seinen Eltern, bis wir in eine kleine Wohnung gezogen sind. Ich versuchte häufig, bei der Nachbarin Unterschlupf zu finden. Wir haben viel aus uns gemacht, wobei mein Mann, der Nachbarjunge von gegenüber, auch viel und immer öfters mit seinen Kollegen unterwegs war. Ich verbrachte schon immer sehr viel Zeit mit mir alleine, also fiel mir nicht so richtig auf. Es gab mich ja schon lange nicht mehr. Dann dachte ich, dass mein Mann mich zu einem Abendessen ausführen will. Aber er teilte mir nur mit, dass er eine Affäre hat und er mich verlässt. Ich hatte ein Leben lang nicht richtig jemanden, wo ich näher leben konnte. Seit 8 Jahren lebe ich allein, während ich als Kassiererin mein Geld verdiene. Es schmerzt mich immer, wenn Menschen für eine Familie oder für mindestens 2 Personen einkaufen und die Einkaufswagen vollgepackt sind. Es tut richtig weh. Mir fällt dann auch immer schwer, die Sachen über den Scanner zu ziehen. Bis heute weiß ich es nicht, wie es sich anfühlt, Halt im Leben zu finden. Wie soll ich nur den Advent überleben? Alles, was mir Sicherheit geben sollte, hat sich immer wieder als Illusion herausgestellt. Zuerst meine Familie, dann meine Ehe. Ich habe nie gelernt, wie ich mir selbst Halt geben kann, weil ich ständig damit beschäftigt war, in einem Chaos zu überleben, das ich nicht verursacht habe. Mein Leben fühlt sich an wie ein Boot ohne Anker, das von den Wellen der Vergangenheit hin und her geworfen wird. Insbesondere nachts bin ich sehr einsam. Und die Tage, diese sind bedeutungslos. Ich bin bedeutungslos. Wenn man das Gefühl hat, dass man immer nur am Rande des Lebens steht, während alle anderen mitten im Geschehen sind. Es ist, als ob ich ständig nach etwas greife, das ich nicht erreichen kann. Was kann ich also über Weihnachten gegen die Einsamkeit tun? Diese Frage quält mich. Ich weiß, dass ich es nicht allein schaffen kann. Was würden Sie mir empfehlen? Liebe Frau Rist, ich hoffe, Sie können mir einige Ratschläge geben. Herzlichst Nora. Liebe Nora, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Brief, beziehungsweise für Ihren Brief. Und dann bleibe ich auch per Sie. Sie haben mich ja per Sie angeschrieben und ja, ganz lieben Dank für Ihre Offenheit. Und natürlich, dass ich diesen Brief hier vorlesen darf. Ich glaube, Sie haben hier einen wahnsinnigen Mut bewiesen. Und auch ein Mut,
ihre Gedanken festzuhalten. Denn wenn wir unsere Gedanken festhalten, ist immer etwas anderes, als wenn ich diese vielleicht im Kopf habe und ich vielleicht auch jemand gegenüber oder sogar halblaut ausspreche, diese niederzuschreiben und diese dann auch noch an jemanden zu versenden, ist nochmal ein weiterer Schritt. Und sie haben sich natürlich Gedanken gemacht und aus meiner Sicht sehr, sehr viel auch bereits reflektiert. Ich glaube, sie erkennen unglaublich viel, vor allem auch die Zusammenhänge, ja, was alles eben aus der Kindheit kommt, was alles auch in ihrem heutigen Leben noch da ist aus dieser Kindheit, beziehungsweise welche Zustände oder Empfindungen eben aus der Kindheit herrühren. Und ich merke ja auch, ja, wie überzeugt sie immer noch davon sind. Ihre Worte waren: Ich habe stets das Gefühl gehabt, dass es mich nicht gibt. Und dann nochmal, genau, ich bin bedeutungslos. Und dann, es gab mich ja schon lange nicht. Also das ist auch eine sehr, sehr tiefe Traurigkeit, glaube ich, ein Bedauern. Also dass es sie ja schon lange nicht mehr gab, beziehungsweise höchstwahrscheinlich vielleicht bis ihr Vater nicht verstorben ist, dass sie gesehen worden waren und danach aber jegliche Zuwendung und ja, Achtsamkeit und entgegengebrachte Aufmerksamkeit und entgegengebrachte Liebe waren entfallen. Und sie merken auch diesen Mangel. Sie merken und sie sind unglaublich traurig darüber. Genau das ist auch der Grund, warum sie diese Empfindung tatsächlich haben und Betroffene haben. Sie empfinden das richtig im Nervensystem, dass es sie nicht gibt. Das ist nicht nur ein Empfinden, also ein deutlich geringeres Empfinden im Körper, ja, im Körpergewahrsein, oder dass ein geringfügigere Wahrnehmung auch des Körpers vorhanden ist, sondern sie nehmen tatsächlich auch so wahr, dass das, was sie ausmacht, vom Volumen oder von Inhalt her weniger ist. Und das drückt auch so sehr aus, was sie hier schreiben: Ich bin bedeutungslos. Also sie selbst sogar messen keine Bedeutung ihres Wesens bei. Wenn Sie, und das ist meine Einladung, wenn Sie Ihre Einsamkeit heilen möchten, und natürlich nicht nur über Weihnachten, sondern grundsätzlich, dann ist ganz, ganz entscheidend wichtig, als erster Schritt, Nähe zu erfahren. Denn Nähe ist die Grundvoraussetzung für Erfahrung von Bindung und Beziehung, also dass ich überhaupt einen Bezug zu etwas oder zu etwas oder zu jemandem aufbaue. Und sie leben ja alleine, vielleicht haben sie noch Bekannten, aber sie können zu sich selbst einen Bezug und Nähe aufbauen. Denn die meisten, die ja Vernachlässigung erfahren haben, wie sie auch, und auch Stückchen natürlich Missbrauch, denn ihre Mutter ja Alkoholkonsum, Verwahrlosung, nicht wahr, also auch körperlicher Missbrauch, und dann auch Zulassen oder Dulden des sexualisierten Missbrauchs durch den Onkel. Also ist eine Menge, was da passiert war. Aber diese Nähe, was sie so vermissen, das ist der Schlüssel zur Heilung ihrer Einsamkeit. Wenn sie Nähe zu sich selbst aufbauen,
was ja eben durch diesen Missbrauch und Vernachlässigung nicht entstehen konnte. Denn ihr Nervensystem hatte ja nie eine Resonanz. Und auch Nähe ist immer durch Resonanz entstehend. Ohne Resonanz kann keine Nähe entstehen, denn ich brauche ja einen Bezug, nicht wahr? Wenn etwas völlig allein steht, dann kann ja keine Nähe entstehen, weil kein Bezug da ist. Ich brauche einen Bezug. Das heißt, Sie können ja Nähe zu sich selbst zumindest erstmal als erster Schritt herstellen. Das ist auch durch Körperarbeit wieder sehr, sehr hilfreich und sehr wirksam, wie Sie das machen können, ob das auch Atemübungen sind, aber vor allem somatische Übungen, wodurch Sie immer mehr in das Spüren kommen und immer mehr wahrnehmen können, dass da jemand ist, dass da tatsächlich dieser Wesen von Bedeutung ist, dass da jemand ist, wo ich Nähe aufbauen kann. Ich kann ja einen Bezug hier auch tatsächlich erzeugen. Und wenn diese Nähe dann entsteht zu sich selbst, dann ist ja viel mehr Kohärenz da, dann ist ja viel mehr innerlich eine gewisse Regulation und Reguliertsein auch da. Natürlich kann ja diese Alleinsein weiterhin bleiben, aber die Einsamkeit wäre weniger. Und Sie schreiben ja auch, nicht wahr, Halt im Leben finden. Wenn ich keine Nähe für mich selbst herstellen kann, kann ich auch keinen Halt herstellen. Genau durch die Nähe zu mir selbst und wenn ich mir selbst Zuwendung auch schenken kann ich dann auch einen Halt schenken. Und vielleicht mögen Sie ausprobieren, dass Sie diese Art von Halt erstmal wirklich durch eine Übung vielleicht trainieren. Und zwar indem Sie, egal, jedes Mal, wenn Sie sich hinsetzen und diese Sitzgelegenheit eine Lehne hat, dass Sie bewusst diese Rückenlehne spüren, also Ihren Rücken gegen die Lehne etwas drücken und versuchen, diesen Halt wirklich zu spüren und dort wahrzunehmen oder im Stehen, wenn Sie gegen die Wand diesen Halt, ja, Sie merken, dass da ist die Wand, da hält etwas, da hält sie jemand, da hält diese Wand Sie und Sie können auch im Sinne Imagination eine Vorstellung, ein Bild sich selbst auch schaffen, dass Sie sich selbst halten. Sie halten sich selbst und dazu können Sie auch sich selbst tatsächlich halten. Ja? Denn die Berührung, die eigene Berührung ist auch rein neurophysiologisch sehr heilsam für uns selbst und erzeugt auch gewisse Sicherheit und diese Berührung wirkt auf unser Nervensystem regulierend. Das sind jetzt erstmal meine Inspirationen und langfristig wäre unglaublich wichtig, dass Sie die ehemaligen Erlebnisse und diese kindlichen Rückstände der Einsamkeit und Hilflosigkeit vielleicht angehen und versuchen in einer wohlwollende Begleitung etwas zu heilen, damit Sie viel mehr für sich im Leben schaffen und auf jeden Fall auch nach 8 Jahren Alleinsein in eine neue, gesunde und glückliche Partnerschaft hineinstarten können. Und genau das wünsche ich Ihnen. Und all anderen, die sich ja vielleicht hier wiedererkannt haben, wünsche ich das Gleiche. Wenn wir ansehen und die Ursachen der Symptomatiken und
der Gegebenheiten unseres heutigen Lebens ergründen, dann ist es uns möglich, dass wir wirklich einen Neubeginn starten und dass wir sowohl in unserem Körper, aber auch in unserem Leben ein Zuhause finden. Ich wünsche dir und ich wünsche Ihnen und wünsche euch eine wunderbare Zeit. Kommentiere und teile gerne mit. Hast du Ähnliches erfahren? Was sind deine Erfahrungen, deine Gedanken? Und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Gabriela. 'Cause it feels like home.